Hallo und willkommen zurück zu 7 Bugs, Tech-Probleme verstehen und lösen. Mein Name ist Kai Schuster und heute geht es um die WCAG 2.2 Erfolgskriterium 2.5, also Eingabemodalitäten. Klingt trocken, ist aber super praxisrelevant. Denn egal, ob du Touchscreens, Spracheingabe oder alternative Eingabegeräte hast, Menschen müssen eure Webseiten ohne Barrieren bedienen können. Ich zeige euch heute, was die Kriterien bedeuten, was die typischen Fehler sind und wo ihr im Code aufpassen müsst. Das erste Kriterium 2.5.1 Zeigergesten. Viele Seiten setzen auf komplizierte Gesten, zum Beispiel Doppeltap zum Zoomen oder Wischen zum Wechseln in einer Galerie. Das Problem, nicht alle Nutzerinnen und Nutzer können das. Screenreader oder Sprachsteuerungsnutzerinnen und Nutzer brauchen einfache Alternativen. Dazu habe ich hier mal ein Beispiel von einer Seite, wo man wischen kann, aber man kann nicht irgendwie einen Button links oder rechts. Das heißt, für solche Nutzer ist das schon mal nicht bedienbar. Hier ist ein anderes Demo. Viele verwenden von euch bestimmt dieses Swiper.js. Da sind zusätzlich zu diesem Swipen oder zu diesen Gesten noch ein Weiter- und ein Zurück-Button. Das zweite Kriterium 2.5.2 Pointer Cancellation. Viele Entwicklerinnen und Entwickler lösen Aktionen sofort beim Pointer Down aus oder halt beim Event Down, also sobald man auf einen Button drückt. Das führt zu ungewollten Löschungen oder Klicks, vor allem bei Touchscreens. Die richtige Lösung: erst beim Pointer Up oder Event Up die Aktion wirklich bestätigen. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen bei dem Kriterium, wie zum Beispiel, wo dieses Down-Event essentiell ist, bei Emulation einer Tastatur oder so ein Zeichencounter. Das dritte Kriterium 2.5.3 Label in Name. Das ist entscheidend für Nutzerinnen und Nutzer, die Voice Control verwenden. Wenn ein Button absenden heißt, muss auch das programmatische Label das Wort enthalten. Sonst versteht die Sprachsteuerung diese Aktion nicht. Jetzt denken bestimmt einige von euch, Moment mal, widerspricht das nicht dem Erfolgskriterium 2.4.4, also dem Linkzweck? Auf den ersten Blick könnte man das meinen, weil 2.4.4 fordert, dass der Zweck eines Links klar erkennbar ist. Und 2.5.3 verlangt, dass der sichtbare Text im Accessible Name vorkommt. In Wirklichkeit ergänzen sich beide aber perfekt. 2.4.4 sorgt für verständliche Zwecke, 2.5.3 für korrekte technische Labels. Wenn du wissen willst, warum das kein Widerspruch ist und wie du die beiden Kriterien zusammen richtig umsetzt, schau dir unbedingt mein separates Video, habe ich hier oben verlinkt, an. Da erkläre ich Schritt für Schritt die Codebeispiele. Das vierte Kriterium 2.5.4 Bewegungssteuerung. Einige Apps oder Webseiten setzen auf Bewegungssteuerung, also Handy schütteln oder neigen, um etwas auszulösen. Hier ist aber das Problem, dass einige Menschen das gar nicht können. Darum schreibt die WCAG vor, es muss immer auch ein UI-Element geben, das dieselbe Funktion auslöst. Als Beispiel kann man zum Beispiel sehen, wenn ihr, ich weiß nicht, ob manche von euch auf Facebook unterwegs sind oder nicht, da gibt es ja manchmal, je nachdem, wie man das Handy bewegt, so eine Rundrum-Ansicht oder Kameraansicht und von Bildern, von Videos oder was auch immer das ist. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass es dort auch Pfeile gibt, damit der Benutzer auf diese Pfeile klicken kann und sich dementsprechend dann umschauen kann. Das fünfte Kriterium, Dragging Movements 2.5.7. Wir alle kennen das zum Beispiel von Sortieren von To-Do-Listen oder bei Kanban-Boards. Das Problem ist, dass nicht jeder Nutzer Drag-and-Drop-Bewegungen sauber ausführen kann. Also Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Tremor haben hier massive Schwierigkeiten. Hier sagt die WCAG, dass jede Funktion, die Dragging erfordert, auch eine Alternative mit einem Click-Event vorhanden sein muss. Das heißt, statt ziehen, auch klicken. Hier ist mal so ein kleines Beispiel. Wie gesagt, es ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn man jetzt ein LI hat, wo man Aufgaben hin und her draggen kann, dann könnte man auch in diesem LI zwei Buttons platzieren mit Pfeilen oder auch anderen Elementen, um diese Aufgabe auch nach oben oder unten zu verschieben. Das sechste und auch das letzte Kriterium 2.5.8 Target Size Minimum. Das beinhaltet, Buttons, Links und Icons müssen eine Mindestgröße von 24 x 24 Pixel haben. Warum? Weil kleinere Buttons für Menschen mit motorischen Einschränkungen, aber auch einfach auf dem Handy schwer zu treffen sind. Es gibt noch das Kriterium 2.5.5 Target Size
Das ist für AAA gedacht. Da soll die Klickfläche mindestens 44 x 44 Pixel groß sein. Hier kann man jetzt drüber streiten, soll man das direkt so umsetzen oder nicht. Die Mindestanforderung ist immerhin 24 x 24 Pixel. Also achtet da drauf. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Was beinhaltet dieses Kriterium 2.5? Komplexe Gesten brauchen einfache Alternativen. Aktionen erst bei Point-Up auslösen. Labeltext muss im Accessibility Name stehen. Bewegungssteuerung und Drag and Drop brauchen UI-Alternativen. Und Buttons oder Klickflächen müssen mindestens 24 x 24 Pixel groß sein. Wenn ihr mehr über Accessibility erfahren wollt, schaut euch gerne meine Playlist zur WCAG an. Lasst gerne auch ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, welche Barrieren euch im Alltag schon aufgefallen sind. Bis zum nächsten Mal bei 7 Bucks.